Hallo zusammen und willkommen zurück bei Einfach Deutsch, wo Deutsch lernen einfach und Spaß macht. Ich bin Anna. Hallo Anna und ich bin Max. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. M- Max, wie geht es dir heute? Mir geht es super, Anna, danke. Und dir? Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich schon riesig auf unser heutiges Thema. Oh ja, das wird wirklich praktisch für alle unsere Zuschauer. Also Anna, was lernen wir heute? Heute sprechen wir darüber, wie man sich auf Deutsch vorstellt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, nicht wahr? Absolut. Das braucht jeder, der Deutsch lernt. Egal ob in der Schule, bei der Arbeit, beim Kennenlernen neuer Freunde oder sogar im Urlaub in Deutschland. Sich vorstellen ist super wichtig. Genau. Und wir zeigen euch nicht nur die Wörter, sondern auch die deutsche Kultur dabei. Richtig. Deutsche stellen sich nämlich etwas anders vor als Menschen in anderen Ländern. Und bevor wir anfangen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ja. Drückt auf die rote Abonnieren-Taste und dann auf die Glocke für neue Videos. Und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Das hilft uns wirklich sehr. Und teilt das Video mit euren Freunden und Familie, die auch Deutsch lernen wollen. Perfekt. Auch bist du bereit für deutsche Vorstellungen, Max. Ich bin bereit. Lass uns anfangen. Okay, liebe Zuschauer, hört zuerst diesem Dialog zu. Anna und ich spielen jetzt eine typische deutsche Vorstellungsrunde. Passt gut auf. Hallo, ich bin Anna. Wie heißt du denn? Hallo Anna, ich heiße Max. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Freut mich auch, Max. Woher kommst du denn? Ich komme aus München. Das ist in Bayern im Süden von Deutschland. Und du? Woher bist du? Ich bin aus Berlin, der Hauptstadt von Deutschland. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Klar, das kannst du gerne fragen. Ich bin 28 Jahre alt. Und du? Ich bin 26 Jahre alt. Was machst du beruflich, Max? Ich bin Deutschlehrer. Ich unterrichte Menschen wie euch. Und was ist dein Beruf? Ich arbeite als Grafikdesignerin. Das macht mir sehr viel Spaß. Das klingt wirklich toll. Hast du Familie? Ja, ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und du? Hast du auch Geschwister? Ich habe eine Schwester. Sie ist jünger als ich und studiert noch. Schön. Familie ist wichtig. So, das war ein sehr natürliches deutsches Gespräch, oder Anna? Genau. So stellen sich Deutsche wirklich vor. Es ist freundlich, aber nicht so persönlich am Anfang. Und jetzt schauen wir uns das Schritt für Schritt an. Okay, jetzt analysieren wir die wichtigsten Wörter und Phrasen. Macht mit. Das erste wichtige Wort ist ich bin. Das bedeutet I am auf Englisch. Richtig, ich bin Anna. Das ist eine einfache Vorstellung. Wiederholt mit uns ich bin. Sehr gut. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ich heiße. Das bedeutet, mein Name ist. Genau. Ich heiße Max. Das ist etwas formeller als ich bin Max. Beide sind richtig. Probiert es aus, sagt ich heiße und dann euren Namen. Super, als nächstes haben wir woher kommst du? Das bedeutet woher kommst du? Und die Antwort ist, ich komme aus München. I come from Munich. Wichtig. Wir sagen aus für Städte und Länder. Ich komme aus Berlin, ich komme aus Deutschland, ich komme aus Amerika. Jetzt könnt ihr sagen, ich komme aus und dann eure Stadt oder euer Land.
Perfekt. Dann haben wir, wie alt bist du? Das bedeutet, wie alt bist du? Die Antwort: Ich bin 28 Jahre alt. I am 28 years old. Wichtig: Jahre alt, nicht nur Jahre. Richtig. Also, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 35 Jahre alt. Versucht es mit eurem Alter. Toll. Für den Beruf fragen wir: Was machst du beruflich? Das bedeutet: Was machst du beruflich? Oder einfacher: Was arbeitest du? What's your job? Die Antwort. Ich bin Deutschlehrer oder ich arbeite als Grafikdesignerin. Bei Ich bin sagen wir direkt den Beruf. Bei Ich arbeite kommt als dazwischen. Beispiele, ich bin Ärztin, ich arbeite als Ingenieur, ich bin Student. Und für Familie fragen wir: Hast du Familie? Do you have family? Oder hast du Geschwister? Do you have siblings? Antwort, ich habe einen Bruder, I have one brother. Oder ich habe eine Schwester, I have one sister. Diese Wörter sind wirklich super praktisch. Ihr könnt sie sofort verwenden. Ja, das sind die Basics für jede deutsche Vorstellung. Jetzt schauen wir uns die Grammatik genauer an. Keine Sorge, das ist nicht schwer. Richtig. Wir haben Personalpronomen verwendet, ich, du, er, sie. Und das Verb sein. To be, ich bin, du bist, er ist, sie ist. Beispiele: Ich bin Anna, du bist Max, er ist mein Bruder, sie ist meine Schwester. Super wichtig ist auch haben, to have. Ich habe, du hast, er hat, sie hat. Aber Achtung, bei haben ändert sich der Artikel ich habe einen Bruder. Das ist Akkusativ. Genau. Maskulin, einen Bruder, einen Hund, einen Job. Feminin: eine Schwester, eine Katze, eine Arbeit. Neutrum, ein Kind, ein Auto, ein Hobby. Die Regel ist einfach: Bei haben benutzen wir eine ein. Versucht es, ich habe einen. Was habt ihr? Perfekt. Das war gar nicht so schwer, oder? Mit ein bisschen Übung wird das ganz automatisch. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes über die deutsche Kultur. Ja, in Deutschland geben sich Menschen die Hand, wenn sie sich zum ersten Mal treffen. Das ist anders als in anderen Ländern. In manchen Kulturen küsst oder umarmt man sich, aber Deutsche schütteln Hände. Genau. Und der Händedruck sollte fest sein, nicht zu schwach. Das zeigt Respekt und Selbstbewusstsein. Sehr wichtig ist auch sie oder du. Sie ist formell, du ist informell. Sie benutzen wir bei älteren Menschen, bei der Arbeit oder wenn wir jemanden nicht gut kennen. Du ist für Freunde, Familie, junge Leute oder in entspannten Situationen. Wenn ihr unsicher seid, benutzt sie. Das ist immer höflich. Deutsche sind auch sehr direkt und ehrlich. Sie fragen manchmal nach dem Alter oder Beruf. Das ist normal in Deutschland. Es zeigt Interesse, nicht Neugier. Und Deutsche mögen Pünktlichkeit. Wenn ihr einen Termin habt, kommt rechtzeitig. Das sind wichtige kulturelle Unterschiede, die ihr wissen solltet. Jetzt seid ihr dran. Zeit zum Üben und Mitmachen. Wir geben euch eine kleine Challenge für die Kommentare. Stellt euch in den Kommentaren auf Deutsch vor. Benutzt die Phrasen, die wir gelernt haben. Schreibt zum Beispiel: Hallo, ich heiße Sarah. Ich komme aus Amerika. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Studentin. Oder Hi, ich bin Tom, ich komme aus Kanada, ich arbeite als Ingenieur, ich habe eine Schwester. Ihr könnt auch schreiben:
Hallo zusammen, ich heiße Maria. Ich bin aus Spanien, ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite als Lehrerin. Macht euch keine Sorgen wegen Fehlern. Wir freuen uns über jeden Kommentar auf Deutsch. Und wir antworten gerne auf eure Vorstellungen. Das wird super. Schreibt jetzt gleich euren Kommentar. Wir warten darauf. Okay, lass uns kurz wiederholen, was wir heute Wichtiges gelernt haben. Wir haben über deutsche Vorstellungen gesprochen. Ein absolutes Must-Have. Die wichtigsten Phrasen waren ich bin, ich heiße, woher kommst du, wie alt bist du, was machst du beruflich? Bei der Grammatik haben wir sein und haben gelernt, plus den Akkusativ einen, eine, ein. Und ganz wichtig, die deutsche Kultur. Hände schütteln, du versus sie und deutsche Direktheit. Das alles könnt ihr sofort im echten Leben verwenden. Genau. Übt das zu Hause mit deutschen Freunden oder sogar vor dem Spiegel. Und vergesst nicht unsere Challenge in den Kommentaren. Bevor wir uns verabschieden, haben wir noch eine große Bitte an euch. Wenn euch dieses Video geholfen hat, gebt uns bitte einen großen Daumen hoch. Das zeigt YouTube, dass unser Video nützlich ist und hilft anderen Deutschlernern, uns zu finden. Und abonniert unbedingt unseren Kanal für mehr deutsche Lektionen. Jeden Dienstag und Freitag gibt es neue Videos mit praktischen deutschen Lektionen. Und teilt dieses Video mit allen, die Deutsch lernen wollen. Wir wollen so vielen Menschen wie möglich helfen, Deutsch zu lernen und Deutschland zu verstehen. Das war's für heute. Danke, dass ihr die ganze Zeit zugeschaut habt. Ja, es war wieder super mit euch. Wir hoffen, ihr habt viel gelernt. Am Freitag sehen wir uns mit einem neuen Video über deutsche Begrüßungen wieder. Das wird auch sehr praktisch. Wir zeigen euch guten Morgen, guten Tag, guten Abend und viele mehr. Bis dahin übt fleißig eure deutschen Vorstellungen. Und schreibt in die Kommentare. Wir freuen uns riesig darauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen, auf Wiedersehen. Bis bald bei Einfach Deutsch.